Textilezentrum Haslach ist ein Zusammenschluss von mehreren Institutionen, die gemeinsam unter dem Dach einer historischen Textilfabrik untergebracht sind. Die haben alle was mit Textil zu tun, aber kommen von ganz unterschiedlichen Richtungen. Es ist einerseits ein Museum hier im Haus, das schon eine 40-jährige Geschichte hat hier im Ort, aber erst im letzten Jahr an diesen neuen Standort übersiedelt ist und dabei ganz neu aufbereitet worden ist und ins Heute geholt worden ist. Und neben diesem Blick in die Geschichte ist unser Konzept aber im Textilenzentrum eben nicht nur die Vergangenheit zu präsentieren, sondern gleichzeitig und auf gleicher Augenhöhe sozusagen auch das zu präsentieren, was aktuell im Textilbereich in unserer Region passiert. Es sind 2 Betriebe im Haus, die nach wie vor produzieren. Ein schafwollerzeugender Betrieb, der die regionale Schafwolle da im Haus verarbeitet zu verschiedensten Filzprodukten, aber auch in einer eigenen Spinnerei und Weberei zu Geweben verarbeitet. Es sind Ausbildungs- und Kursräumlichkeiten im Haus, wo verschiedene Workshops stattfinden, wo aber auch eine Kooperation mit der Kunstuniversität in Linz stattfindet, ein neuer Lehrgang, der sich an der Schnittstelle zwischen künstlerischer Gestaltung und industrieller Fertigung bewegt. Das heißt, die Grundidee ist, jeder, der zu uns ins Haus kommt, soll die Botschaft mitbekommen, Textil ist nicht nur Schnee von gestern, sondern hat irgendwas mit heute zu tun und wird hier eben auch noch aktiv gelebt. Und diese vielen verschiedenen Partner, da ergeben sich einfach sehr viele Synergien durch die verschiedenen Blickwinkel. Es werden teilweise Räume gemeinsam genutzt, es gibt einen gemeinsamen Außenauftritt, sodass eben jeder, der für sich eigentlich klein ist, in der Gesamtheit eben nach außen hin wirkend als was Großes erscheinen kann. Und der eine Partner bringt sozusagen dem anderen Publikum, weil jemand kommt zu uns ins Haus, will vielleicht das Museum besuchen und entdeckt dabei im Shop der Manufaktur wieder Produkte. Jemand kommt, weil er einen Kurs oder eine Fortbildung macht und entdeckt wieder ganz was anderes. Das heißt, es befruchtet sich gegenseitig und es sind dadurch auch sehr unterschiedliche Leute, die wir ansprechen, von klassischen Bustouristen über Fachpersonen, Studenten. Es ist ein ganz buntes Bild und das macht einfach das ganze Haus und die Arbeit hier sehr lebendig. Es sind verschiedene Gemeinden, das sind Betriebe, es sind aber auch Kulturprojekte oder andere Museen, mit denen wir kooperieren. Also jetzt im Juni beispielsweise wird vom Land Oberösterreich Tage der Volkskultur werden da veranstaltet, also Volkskultur verbindet, wo es um die gemeinsame Geschichte im Mühlviertel, also in unserem Raum und in Böhmen, in Südböhmen geht und wo 3 Orte in Oberösterreich und 3 Orte in Tschechien ausgewählt worden sind, wo ein Schwerpunkt gesetzt wird und speziell eben auch diese Veranstaltung beworben wird und Themen herausgegriffen werden. Das ist jetzt unser nächstes Projekt, das wir in Angriff nehmen. Ja, obwohl wir eben ein relativ kleines Team sind, gibt es relativ viel Außenauftritt und Werbung. Das hängt eigentlich auch speziell mit einer Mitarbeiterin zusammen, die für den Tourismus arbeitet und unglaublich viele Kontakte zu allen möglichen Medien hat und das einfach immer wieder bravourös schafft, diese Kontakte zu legen. Also es ist relativ viel, was über Zeitungsartikel, Fernsehbeiträge und so weiter funktioniert, wo es einfach immer darum geht, bestimmte Neuigkeiten oder bestimmte Veranstaltungen oder Dinge, die eben als besondere Ereignisse passieren, in den Mittelpunkt zu rücken. Und da haben wir jetzt einfach im letzten Jahr, nachdem eben das Museum erst im Sommer eröffnet worden ist, sehr viel profitiert davon, dass eben ein großes Interesse eben auch dran war, wie das da neu aufbereitet worden ist. Und darüber hinaus legen wir relativ hohen Wert auf die Arbeit an der Homepage, das immer aktuell zu halten, die Vernetzung eben auch mit den Partnern im Haus, die jeweils wieder mit eigenen Homepages oder auch wieder mit anderen
Präsentationen im Netz eben auch vertreten sind. Dann gibt es verschiedene Drucksorten, also Flyer für alle Partner im Haus. Dann gibt es über die Tourismusschiene in sämtlichen touristischen Angeboten der Region die Angebote, die da im Haus sind. Wir arbeiten auch stark in die Richtung, dass wir so Pakete anbieten, weil es eben im Ort noch andere Museen oder Kulturangebote gibt, wo wir eben auch so Packages schnüren und eben versuchen, das nach außen zu tragen. Es gibt viele Messeauftritte, auch wieder oft eine Kombination zwischen Tourismus und Kultur, wo man sich einen Messestand gemeinsam teilt und halt die touristischen Angebote und die Kulturangebote da im Haus miteinander präsentiert werden. Also dafür, dass man keine Marketing- und Presseabteilung eigentlich haben und das so nebenbei machen, nimmt es eigentlich einen relativ großen Raum oder relativ viel Zeit auch ein. Also ich glaube, die Vielfalt ist es in allererster Linie, dass man wirklich den Blick nicht so einschränkt, sondern dass eigentlich unsere Grundphilosophie ist, so klassische Schubladen aufzubrechen. Es gibt eben auch, was die Ausbildung betrifft, ganz traditionell die Techniker, die Künstler, die Handwerker und so weiter und auch relativ viele Vorurteile, die da immer jeweils existieren, was die anderen betrifft. Und ich glaube, die Chance in unserem Haus ist zu entdecken, dass die Welten gar nicht so weit voneinander entfernt sind und dass sie da irrsinnig viel befruchtet und dass vielleicht die Zeit auch reif ist, dass mittlerweile dieser Bereich so klein geworden ist, dass man sich das eben auch nicht mehr leisten kann, nur auf seinen ganz eigenen Teil zu schauen, sondern dass eben in dieser Vernetzung und in das Hinschauen auf das, was sozusagen auch im anderen Bereich drinnen liegt, eine ganz, ganz große Chance eben auch liegt. Und ich glaube, dass das grundsätzlich so eigentlich so der Erfolgsfaktor ist. Und was natürlich das sehr, sehr unterstützt, ist diese Vernetzung einerseits eben zwischen diesen verschiedenen Zugängen, aber eben auch die Verbindung Vergangenheit und Zukunft, dass wir einfach auf so ein unglaublich reiches Fundament aufbauen können und ein Archiv voller alter Musterbücher und Textilien haben, auf die man zurückgreifen kann und einfach irgendwo alles, was eben auch im Namen der Tradition sozusagen da im Haus passiert, eben nicht Selbstzweck ist, sondern auch immer mit diesem Hintergrund passiert, dass man das eben auch weiter tragen kann oder auch wieder seinen Sinn hat, weiter genutzt zu werden. Und ich glaube, das ist was offensichtlich auch für die Besucher, die von außen jetzt ins Haus kommen, irgendwie spürbar wird, dass das eben nichts Verstaubtes und Totes ist, sondern dass da irgendwie nur ein Leben darin steckt und dadurch auch die Geschichte irgendwie plastischer wird.